Stellen Sie sich vor, Sie haben endlich Ihr Traumauto gefunden, der Preis ist unschlagbar günstig, Sie zahlen und dann stellt sich heraus, dass Sie ein gestohlenes Auto gekauft haben. Der Wagen wird beschlagnahmt, Ihr Geld ist weg und Sie stehen mit leeren Händen da. Genau dieses Szenario erleben wir in unserer Kanzlei immer häufiger. In der heutigen Folge sprechen wir über eine weit verbreitete Betrugsmasche beim privaten Autokauf und den einen entscheidenden Fehler, den fast alle Geschädigten machen. Nach dem Intro geht's weiter. Willkommen zu Law & Talk, praxisnahe Rechtstipps vom Anwalt und aktuelle Rechtsprechung. Ich bin Rechtsanwalt Michael Kehren und neben mir sitzt mein Kollege Rechtsanwalt Igor Posikow. In der heutigen Episode geht es um das Thema Betrug beim Autokauf. In letzter Zeit häufen sich die Fälle von Betrug beim privaten Autokauf. Igor, was genau passiert da? Erklär uns das mal. Ja, das ist leider tatsächlich ein wachsendes Problem. Wir sehen immer mehr Fälle, in denen Betrüger gestohlene Fahrzeuge mit gefälschten Papieren an ahnungslose Käufer verkaufen. Die Masche ist perfide, weil sie auf den ersten Blick eigentlich unauffällig wirkt. Wie läuft denn so ein Betrug typischerweise ab? Die Betrüger inserieren gestohlene Fahrzeuge zu attraktiven Preisen auf, sagen wir mal, bekannten Plattformen. Nicht so günstig, dass man sofort misstrauisch wird, aber günstig genug, um ein vermeintliches Schnäppchen zu sein. Ja, und bei der Besichtigung legen sie dann gefälschte Fahrzeugpapiere vor, insbesondere oder meistens eine manipulierte Zulassungsbescheinigung Teil 2, also den früheren Fahrzeugbrief. Moment, gefälschte Papiere, kann man die denn nicht erkennen? Das ist das Tückische daran. Diese Fälschungen sind oft sehr professionell gemacht und für Laien kaum von echten Dokumenten zu unterscheiden. Die Betrüger ändern die Fahrzeugidentifikationsnummern in den Papieren. Manchmal wird diese sogar am Fahrzeug selbst manipuliert. Das ist dann besonders schwer festzustellen. Es wird in den meisten Fällen das echte Behördenpapier sogar für die gefälschten Briefe genutzt. Das haben wir auch schon in unseren Akten häufiger gehabt. Woher dieses wirklich kommt, ist nur schwer nachvollziehbar. Ich gehe ehrlich gesagt davon aus, dass es bei den Behörden möglicherweise undichte Stellen gibt. Okay, und dann wird das Auto gekauft, das Geld wechselt den Besitzer und dann? Ja, genau. Der Käufer zahlt oft mehrere tausend Euro, meistens bar vor Ort, und fährt glücklich mit seinem vermeintlichen Schnäppchen nach Hause. Später, wenn er das Fahrzeug ummelden will oder bei der Polizeikontrolle nach den Papieren gefragt wird, kommt dann der Schock. Ja, das Auto ist als gestohlen gemeldet und wird in aller Regel sofort sichergestellt von der Polizei. Häufig wird aber auch nur ein Verkaufsverbot ausgesprochen. Die Papiere werden aber natürlich mitgenommen, sodass man es de facto einfach nicht weiter veräußern kann. Ja, das klingt aber nach einem echten Albtraum. Du hast anfangs aber von einem entscheidenden Fehler gesprochen, den fast alle Betrugsopfer machen. Was ist das für ein Fehler, den du da meinst? Der kritische Fehler ist, dass die Käufer nicht die Daten in der Zulassungsbescheinigung Teil 2 mit den Personalausweisdaten des Verkäufers abgleichen. Wenn der Verkäufer nicht der Person entspricht, die in den Papieren eingetragen ist und keine lückenlose Kette von Kaufverträgen vorweisen kann, sollten eigentlich bei den Käufern die Alarmglocken läuten. Wir hatten auch schon Fälle, in denen die Fahrzeugpapiere gefälscht waren, aber auch der Ausweis des Verkäufers, sodass dieser nach der Transaktion weder identifiziert noch ausfindig gemacht werden konnte. Ist natürlich auch eine schwierige Sache, muss man ganz offen sagen. Da wir später nochmal über die Vorsichtsmaßnahmen im Detail sprechen werden, möchte ich schon mal an unsere Zuschauer und Zuhörer die Frage richten, welche Vorsichtsmaßnahmen trefft ihr beim Fahrzeugkauf? Schreibt uns das gerne mal in die Kommentare. Würde mich wirklich mal interessieren. Die Auflösung kommt natürlich später in der Folge. Das klingt eigentlich alles so einfach. Warum machen dann so viele überhaupt diesen Fehler? Ja, oft ist es die Aufregung beim Kauf, manchmal auch die Angst, ein vermeintliches Schnäppchen zu verpassen. Die Gründe sind vielfältig. Die Verkäufer erzeugen auch oft, so wie ich es jetzt mal sagen, Zeitdruck oder haben plausibel klingende Geschichten parat, warum sie das Auto jetzt sofort verkaufen möchten. Sowas wie: ich verkaufe es für meinen Onkel oder für meine Frau, oder meine Frau hat die Papiere noch nicht umschreiben lassen. Solche Ausreden werden dann häufig gebracht. Ach ja, der berühmte Onkel, der immer dann auftaucht, wenn etwas nicht ganz koscher ist. Ja, genau, der Onkel, den man nie zu Gesicht bekommen wird. Das sollte auf jeden Fall klar sein. Ja, kommen wir zur rechtlichen Situation. Igor, was passiert eigentlich, wenn jemand unwissentlich ein gestohlenes Auto kauft? Ja, rechtlich ist die Situation leider eindeutig und für den Käufer sehr ungünstig. Also nach dem deutschen Recht kann man an gestohlenem Gut grundsätzlich kein Eigentum erwerben, selbst wenn man nicht wusste, dass es gestohlen war. Das bedeutet, das Auto geht zurück an den rechtmäßigen Eigentümer und der Käufer bleibt auf seinem Schaden sitzen. Das klingt hart. Kannst du denn etwas zu den Möglichkeiten erzählen, wie man an einem solchen Fahrzeug dennoch Eigentum erwerben kann? Ja, absolut. Es ist möglich, ein Fahrzeug vom Nicht-Eigentümer zu erwerben, solange man gutgläubig ist und das Fahrzeug nicht abhanden gekommen ist, so der juristische Begriff. Abhanden gekommene Fahrzeuge, sprich ein Fahrzeug, was dem Eigentümer gestohlen wurde, das ist eigentlich der klassische Fall, kann nicht gutgläubig erworben werden. Das heißt, der echte Eigentümer bekommt das Fahrzeug zurück und man muss gegen den unrechtmäßigen Verkäufer vorgehen, um sein Geld eben wieder zurückzubekommen. Das heißt, ein Fahrzeug, das nicht gestohlen wurde, kann der Käufer gutgläubig erwerben. Welche Fälle sind denn hier zum Beispiel umfasst? Fälle, bei denen der Täter ein Fahrzeug zum Beispiel anmietet oder geleast hat und es dann versucht weiter zu verkaufen. Eigentlich an sich alle Fälle, an denen das Fahrzeug vom echten Eigentümer dem unrechtmäßigen Verkäufer freiwillig übergeben wurde im Vorfeld. In solchen Fällen kann der Käufer gutgläubig Eigentum am Fahrzeug erwerben und darf dieses auch behalten. Der echte Eigentümer muss die Sache dann mit dem unrechtmäßigen Verkäufer klären.
Okay, soweit gut nachvollziehbar. Wir müssten aber noch über die Gutgläubigkeit sprechen. In diesen Fällen kann der Käufer doch immer behaupten, er wusste nicht, dass der Verkäufer nicht der Eigentümer war. Oder wie geht das? Ja, ganz so einfach ist es auch nicht, Michael. Hier arbeitet man als Anwalt oder als Gericht mit Indizien. Typische Beispiele hierfür sind, wenn für den Käufer zum Beispiel offensichtliche Anhaltspunkte vorgelegen haben, an denen er erkennen konnte, dass der Verkäufer gar nicht verkaufen darf. Dann kann er natürlich auch nicht gutgläubig gewesen sein. Beispielsweise wird dem Käufer nie der Fahrzeugbrief vorgelegt, also die Zulassungsbescheinigung Teil 2. Oder für ihn ist sofort erkennbar, dass die Papiere gefälscht sind. Oder aus den sonstigen Umständen ergeben sich klassische Verdachtsmomente. Dann scheidet die Gutgläubigkeit generell aus. Okay, alles klar. Was können denn Betroffene tun, wenn sie Opfer eines solchen Betruges geworden sind? Zunächst sollte man sofort Anzeige bei der Polizei erstatten, das ist auch klar. Das ist wichtig für alle weiteren Schritte, denn es geht darum, die Betrüger zumindest ausfindig zu machen, was allerdings natürlich oft schwierig ist, da diese Personen meist mit falschen Identitäten arbeiten und agieren. Und wenn man den Betrüger tatsächlich identifizieren kann, was dann? Ja, dann kann man zivilrechtlich gegen ihn vorgehen und Schadenersatz fordern. Allerdings ist das oft ein Pyrrhussieg, da die Betrüger selten über pfändbares Vermögen verfügen oder bereits, untergetaucht sind. Es handelt sich in der Regel auch nur um Strohmänner, die das erbeutete Geld an die eigentlichen Akteure im Hintergrund weitergeben. Und eigentlich eher Laufburschen. Das klingt alles sehr ernüchternd. Gibt es denn einen Lichtblick für die Betroffenen? Ehrlich gesagt ist Prävention eigentlich hier der beste Schutz. Aber wenn es bereits passiert ist, sollte man aus meiner Sicht sofort zum Anwalt gehen und prüfen lassen, ob man tatsächlich gutgläubig das Eigentum am Fahrzeug erwerben konnte. Denn häufig meldet sich auch der echte Eigentümer des Fahrzeugs und will das Fahrzeug einfach zurückhaben. Und wenn man seinen Schaden da begrenzen möchte, sollte man da auch professionelle Hilfe in Anspruch nehmen. Okay, und in Bezug auf die Prävention, die du erwähnt hast, was kann man denn tun, um sich zu schützen? Ja gut, jetzt kommen wir zu der Kernfrage dieser Folge. Also der wichtigste Punkt ist, wie gesagt, der Abgleich der Personalien des Verkäufers mit den Daten in der Zulassungsbescheinigung Teil 2, gerne auch in den Fahrzeugpapieren generell. Lassen Sie sich den Personalausweis zeigen und fotografieren Sie diesen am besten von beiden Seiten ab. Wenn der Verkäufer sich dagegen wehrt, dann kann dies schon ein Indiz dafür sein, dass da vielleicht irgendwas nicht stimmt. Vergleichen Sie die Daten bitte ganz genau. Stimmt der Name zum Beispiel nicht überein, sollte der Verkäufer lückenlos nachweisen können, wie er zum Beispiel in Besitz des Fahrzeugs gekommen ist. Gibt es noch weitere Vorsichtsmaßnahmen, die ich treffen kann? Ja, absolut. Die eben genannten Indizien sind gleichzeitig auch die Vorsichtsmaßnahmen, die der Käufer treffen sollte aus meiner Sicht. Also bitte immer die Fahrzeug-ID am Fahrzeug prüfen und mit den Papieren vergleichen. Die Fahrzeug-ID findet sich meist an der Windschutzscheibe vorne, hat jeder bestimmt schon mal gesehen, oder im Motorraum. Also bei Unsicherheit kann man auch einen Kfz-Sachverständigen hinzuziehen, der das für einen überprüft. Spricht eigentlich nichts dagegen. Wirken die Papiere sehr neu, obwohl das Fahrzeug zum Beispiel sehr alt ist, dann ist auch Vorsicht geboten. Dann sollte man vielleicht mal nachfragen, ob da irgendwie neue Papiere mal beantragt wurden, weil alte verloren gegangen sind. Aber das wäre dann auch meistens die Ausrede desjenigen, der das Fahrzeug verkauft. Kann der Verkäufer zum Beispiel nur einen Schlüssel vorweisen, dann ist besondere Vorsicht geboten, da der zweite Schlüssel natürlich oft noch beim echten Eigentümer liegt. Der Kauf soll möglichst schnell, hastig abgewickelt werden. Der Verkäufer macht die ganze Zeit Druck. Dann, sollte man sich natürlich nicht unter Druck setzen lassen, denn ein seriöser Verkäufer weiß selbst, dass das eine größere Entscheidung ist für jeden, der ein teures Fahrzeug kauft. Das soll wohl überlegt sein. Ja. Also sich nicht unter Druck setzen lassen, könnte aber auch schon ein Indiz sein, dass da vielleicht irgendwas im Argen liegt. Was auch noch eine spannende Sache ist, ist vielleicht der Ort, an dem man sich mit der Person trifft. Meistens, wenn es eine seltsame Geschichte ist, wo es nicht mit rechten Dingen zu sich geht, ist der Ort, wo man sich trifft, meistens abgelegen, irgendwelche dunklen Parkplätze oder Baustellen oder in der Nähe vor Baustellen. Da kann man nachfragen, weshalb man sich nicht am Wohnort des Verkäufers zum Beispiel trifft. Sollte die Antwort da nicht zufriedenstellend sein, sollte man vielleicht vom Verkauf lieber absehen. Und der letzte Punkt, den ich auch für erwähnenswert finde, ist der Kaufpreis. Sollte der auffällig niedrig sein, sollte man tatsächlich ein bisschen aufpassen. Ja, klasse Ratschläge. Falls euch unsere Ratschläge gefallen haben, gebt uns gerne einen Daumen nach oben. Wir freuen uns sehr über eure Unterstützung. Und dann weiter jetzt, Igor, was ist denn mit der Bezahlung? Gibt es da auch Tipps? Ja, wenn es geht, dann Barzahlungen vermeiden, besonders bei größeren Beträgen, deren Verlust man nicht einfach so verschmerzen kann. Ja, also eine Überweisung hinterlässt natürlich immer Spuren und gibt im Streitfall die besseren Karten vor. Ja, und da solche Betrugsgeschäfte eigentlich nur über Bargeld funktionieren, sollte man sich dringend auf eine Zahlung per Überweisung einigen. Ist aber natürlich keine Garantie, dass es nicht eine Betrugsmasche gibt, denn es gibt auch, sagen wir mal, gefakte Konten von irgendwelchen anderen Strohmännern und Laufburschen, also kann alles passieren. Mag jetzt alle seltsam klingen, aber wir haben hier tatsächlich auch Fälle, in denen 5-stellige Geldbeträge einfach übergeben wurden und auf das Versprechen hin, dass der Verkäufer kurz die restlichen Papiere und Schlüssel holt. Ja, selbstverständlich kommt er dann nicht mehr wieder und auf sowas sollte man eigentlich niemals reinfallen. Hast du vielleicht mehr Beispiele aus deiner Praxis, die zeigen, wie raffiniert die Betrüger vorgehen? Ja, da gibt es eine unzählige Menge an Beispielen. Ich nenne mal 1-2 typische Fälle. Ein Fall, den wir hier hatten, war, dass einer Person der Fahrzeugschlüssel beim Einkaufen gestohlen wurde.
Das Fahrzeug wurde dann vom Supermarktparkplatz mitgenommen von dem Dieb, will ich jetzt mal sagen, und mit gefälschten Papieren verkauft. Der Käufer hat das Geld dann übergeben und der Verkäufer meinte, er geht jetzt los und holt hier gegenüber von zu Hause den zweiten Schlüssel und noch ein paar andere Papiere. Die Parteien hatten sich nämlich an der Adresse getroffen, die in dem falschen Ausweis des Täters drin stand. Ja, deswegen hatte unser Mandant da jetzt nichts Negatives vermutet. War eigentlich recht schlau gemacht. Der Täter ist natürlich nie wieder zurückgekommen und das war dann auffällig. Dann ist der ganze Spaß auch aufgeflogen. Schwierige Sache für unsere Mandanten damals. Ja. Ein anderer Fall, da hat ein Täter ein Fahrzeug, welches ihm von seinem Kumpel zur Nutzung überlassen wurde, an einen Händler weiterverkauft. Dabei hat er sogar die Papiere gehabt, weil die sich einfach in dem Fahrzeug befanden, sogar die Zulassungsbescheinigung Teil 2. Und der Kumpel des Täters hat ihm sogar einen Verkaufsvertrag unterschrieben und den Zweitschlüssel übergeben. Allerdings unter einem anderen Vorwand, ist jetzt ein bisschen kompliziert, das zu erklären. Und obwohl der Täter nicht in den Papieren eingetragen war, hat der Händler tatsächlich Recht bekommen, weil er das Fahrzeug gutgläubig erwerben konnte mit den echten Papieren und dem Kaufvertrag. Das zeigt, wie professionell diese Betrüger vorgehen. Gibt es eigentlich bestimmte Fahrzeugtypen, die besonders häufig betroffen sind? Ja, natürlich. Also hochwertige Fahrzeuge sind generell ein beliebtes Verkaufs- und Diebesgut. Das sollte klar sein. Also hochpreisige Fahrzeuge deutscher Premium-Hersteller wie Mercedes, BMW, Audi oder SUVs aller Marken, die sind natürlich so der Klassiker in dem Bereich. Die lassen sich sehr gut weiterverkaufen, auch gegen Zahlung von Bargeld natürlich. Ja, die Antwort habe ich schon erwartet. Was würdest du jemandem raten, der gerade jetzt einen Autokauf plant? Naja, man soll sich auf jeden Fall viel Zeit nehmen für den Kauf und alle notwendigen Prüfungen, die ich jetzt auch erwähnt habe, einmal durchlaufen lassen. Ja, lassen Sie sich im Zweifel von einem Fachmann begleiten, der sich auch ein bisschen auskennt mit den Geschichten. Und denken Sie bitte immer daran, wenn ein Angebot zu gut erscheint, um wahr zu sein, ist es das meistens auch. Ja, eine Frage, die sich vielleicht viele stellen und die ich auch als erstes hätte stellen sollen, ist überhaupt der private Autokauf sicher oder sollte man nicht von vornherein lieber zu einem Händler gehen? Ja, der private Autokauf kann durchaus sicher sein, wenn man die notwendigen Vorsichtsmaßnahmen trifft. Also bei einem seriösen Händler hat man natürlich den Vorteil der Gewährleistung und auch der feste Ansprechpartner, der dann immer vor Ort ist. Letztendlich ist es eine Abwägungsfrage zwischen möglichem Preisvorteil beim Privatkauf und der zusätzlichen Sicherheit beim Händler. Ja, hast du zum Abschluss noch einen Tipp? Ja, einen ganz praktischen. Wir haben auf unserer Webseite weitere Informationen zum Fahrzeugkauf und zu den typischen Betrugsmaschen. Die Links packe ich hier unten in die Beschreibung unter die Folge. Ja, vielen Dank, Igor, für diese wichtigen Informationen und Tipps. Ich denke, wir haben heute viele Hörerinnen und Hörern geholfen, sich besser vor Betrug beim Autokauf zu schützen oder sich mal mit der Problematik zu beschäftigen. Gern, Michael, kein Problem. Wenn wir auch nur einen Betrugsfall dadurch verhindern können, dann hat sich ja diese Podcast-Folge eigentlich schon gelohnt. In allen anderen Fällen können wir selbstverständlich helfen. Unsere Kontaktdaten sind auf der Homepage und in der Videobeschreibung. Wenn du dich für rechtliche Fragen zum Thema Autokauf interessierst, dann musst du unsere letzte Folge zu dem Thema anschauen, bei dem wir Tipps für Autokäufer präsentieren, die ein Fahrzeug vom Händler erwerben möchten. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis gleich. Bis gleich.